I would like to take this occasion and thank Frank Klessy and also anybody involved with Soldaten and Bürgermeister Dietmar Fischer for arranging this beautiful meeting. And it's a real honor that you're giving to us, and I appreciate it very much. I never expected such a full house and standing room only. Ich möchte Herrn Klessy und Herrn Fischer sehr herzlich danken und jedem, der an der Vorbereitung der Veranstaltung beteiligt war, dass sie das ermöglicht haben. Und es ist überwältigend, diesen vollen Raum zu sehen. Yes, my friends, I come to you from an era in history where civilization lost its humanity. It's hard. Liebe Freunde, ich komme mit einer Geschichte von einer Zeit, als die Menschheit ihre Menschlichkeit verloren hat. Und es ist schwer, sich daran zu erinnern. A time where there were only three kinds of people in the world. They were the killers, the victims, and the bystanders. The rest of the world, they were all bystanders. Und es war eine Zeit, als es nur drei Kategorien von Menschen gab. Da gab es die Mörder, da gab es die Opfer und dann gab es die Zuschauer. Survival thrusts upon me a mission to talk about it and to lecture, and I go around from city to city. I feel this is the least that I can do for being grateful for being around and being able to do it. Most of us survivors cannot, because it brings back too many memories. And it's too difficult for them. It's hard for me too, believe me, I have sleepless nights before and after, but someone has to do it. And I devoted my last 25 years to do just that. Der größte Teil der Menschheit damals waren die Zuschauer und ich als Überlebender habe mich der Aufgabe verschrieben, darüber zu sprechen, über diese Zeit. Es gibt viele andere Überlebende, die das vielleicht auch gerne tun würden, aber die es nicht können, weil es einfach emotional für sie nicht machbar ist. Und ich habe die letzten 25 Jahre meines Lebens dem gewidmet, dass ich um die Welt reise, in verschiedene Städte und Nationen, um diese schlimme Geschichte zu erzählen, denn irgendjemand muss das machen. But I'm not letting you off the hook either, because remember, you are the last generation probably to hear a survivor. So I'm hoping that you will tell your children, your grandchildren, that yes, you listen to a survivor and you received a little pin which says Zachor. I formed a foundation called Zachor Holocaust Remembrance Foundation. That little pin means remember the Holocaust. Aber ich lasse jetzt auch nicht ganz so einfach davonkommen, denn Sie sind die letzte Generation, die noch überlebende Zeitzeugen des Holocaust in Person hören können, die eine Lebensgeschichte selbst hören können. Und ich hoffe, Sie geben das Ihren Kindern und Enkeln, Ihrer Familie weiter. Ich habe eine Organisation gegründet, ein Werk, das nennt sich Zachor, das um das Erinnern an die Holocaust-Opfer geht. Well, I don't expect you to wear it. If you wish, you can. But even if you put it in a drawer or in a jewelry box, and your children and grandchildren will find it, and they'll ask you, Mommy or Daddy, what is this strange-looking pin? There goes the answer. It means, remember the Holocaust. There was such a thing as a Holocaust. And the world should not forget that. And this is why I dedicated my life, to keep the world from acquiring amnesia. Ich will nicht mal erwarten, dass Sie den Pin, den Sie am Eingang bekommen haben, unbedingt tragen, aber selbst wenn Sie ihn in Ihrer Schmuckschatulle aufheben und dann die Enkel vielleicht mal fragen, was das ist, dann können Sie diese Geschichte erzählen und die Welt darf das einfach nicht vergessen und das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen. You have to remember, the Nazis did not start with killing. Wir dürfen nicht vergessen, die Nazis haben nicht damit angefangen, Morde zu verüben. It all started with hate. Hate, propaganda, and this is how it began. And we all know how it ended. So we have to stop the hate
there's just some things that each one of you have an obligation. We have to do something to stop the hate. And this is why I appreciate when I see you all coming here. You probably feel the same way. Der ganze Holocaust hat nicht mit Morden angefangen, sondern mit Hass und mit Hasspropaganda. Und da ist jeder von uns dazu aufgerufen, sich dem entgegenzustellen. Und die Tatsache, dass Sie heute Abend hier sind, bedeutet, dass Sie dafür ein Verständnis haben. Remember that hate and love are both contagious. So choose love. Wenn Sie sich das einfach mal merken wollen, sowohl Hass als auch Liebe sind beide ansteckend. Bitte wählen Sie die Liebe. Okay. I'd like to show my family. Ich möchte Ihnen Excuse me, that's not there it is. This was my father, meine Familie vorstellen, mein Vater, my mother, meine Mutter, my little brother, der kleine Bruder, my sister Goldie, and my brother Morris. meine Schwester Goldie, mein Bruder Morris. None of these people survived. Everyone in this picture was slaughtered, one way or another. Keiner von ihnen hat überlebt. Sie wurden alle so oder so bestialisch ermordet. The only survivors in the family of 7 is my sister Lola and I. Die einzigen, die in unserer 7-köpfigen Familie überlebt haben, sind meine Schwester Lola und ich. Lola passed away about 3 years ago of natural causes. She was in her mid-90s, and she was a wonderful artist. She was not in concentration camps, but she was able to hide in Budapest as an Aryan with false papers, and somehow or another she survived that. Lola ist vor 3 Jahren mit Mitte 90 verstorben, eines natürlichen Todes. Sie war selber nicht in einem Lager. Sie konnte sich in Budapest mit falschen Papieren verstecken. I was born in Krakau, Poland, and this was the building we lived in. Those 3 windows at the other end were part of our apartment. Ich bin in Krakau in Polen geboren. Die 3 Fenster, die Sie dort unten sehen, im Erdgeschoss, waren Teil unserer Wohnung. Number 3 was my bedroom window, and Das 3. da war mein Zimmer. in 1939, November of 1939, the war broke out, and one day the whole building was shaking, and I ran to the window and I saw tanks rolling down the street. Following the tanks, there were half-tracks. And on the half-tracks, they had soldiers that were jumping out every few steps on the sidewalk. And this is how they occupied the city. There was no fighting. Im November 1939 erreichte der Krieg die Stadt Krakau. Und ich schaute gerade aus meinem Fenster und sah, wie die Panzer einfuhren, wie die Militärfahrzeuge einfuhren. Und alle paar Meter die Soldaten absprangen von den Militärfahrzeugen. So haben sie die Stadt eingenommen. So, the 5th day after occupation of Krakau, only on the 5th day, a truck pulls up to this gate and they start to bang on the gate at 5 a.m. in the morning. Am 5. Tag nach der Besetzung Krakaus, 5 Uhr morgens, hielt ein LKW vor der Tür und es wurde an die Tür geschlagen. And the super came running, what's going on? So they wanted to know where the Jewish people lived. And he was quick to oblige. He told them, so on this side of the gate, the lessers, us, we lived there. And there was another Jewish family down on this side. Und es wurde dann gefragt, wo die Juden lebten im Haus, und der Hausverwalter war sehr dienstbeflissen und hat erklärt, da wohnen die Lessers und da wohnt noch eine andere jüdische Familie. They came running in with sacks in their hands and they were pistol whipping out. We were still in bed, so they were screaming, throw in all your valuables, gold, jewelry, anything of value, money, throw it in those bags. And they're beating up my father to open up the safe.
Sie kamen mit Gewehren, mit Säcken reingestürzt in unsere Wohnung und riefen uns dazu auf, unsere Wertsachen abzuliefern, in die Säcke zu stopfen und sie haben meinen Vater geschlagen, damit er den Safe öffnet. On this side of the gate was a young family, a husband and wife, and they had 2 girls, 2 daughters, who were about my age because we used to play in the yard after school. But the mother gave birth to an infant boy 2 months earlier. Auf der anderen Seite hat eine junge Familie gewohnt mit 2 Mädchen, die waren ungefähr in meinem Alter, wir haben viel zusammen gespielt und 2 Monate vor den Geschehnissen ist der Familie noch ein Junge geboren worden. So when we heard the screaming going on, terrible screaming, my sister Lola and I went through the kitchen door in the yard and we came inside. And when we came inside, this is what we saw. Und als wir das fürchterliche Geschrei nebenan hörten, bin ich mit meiner Schwester Lola durch die Küche dann hinzugelaufen gekommen und wir haben Folgendes gesehen. This monster was holding the baby by the legs and swinging the baby and screaming to the parent, "Make him shut up." Dieses Monster, das da reingestürzt war, hielt das Baby an den Füßen, schwang es durch die Luft und schrie die Mutter an, bringt sie ihn zum Schweigen. And everyone was screaming, our baby, don't hurt our baby, don't hurt." And you can see he was actually enjoying it. He had a smirk on his face, he was enjoying what he was doing, and he smashes the baby's head in the doorpost, killing it instantly. Und die Schreie waren natürlich von der Familie, die geschrien haben, unser Baby, lassen Sie unser Baby in Ruhe. Und man konnte auf dem Gesicht dieses Soldaten sehen, wie ihm das Spaß gemacht hat. Und er hat dann das Baby genommen und mit dem Kopf gegen den Türpfosten geschlagen und es auf diese Weise umgebracht. Well, imagine, of course, the mother was taken to the hospital and she died 2 weeks later. I don't know from the beating or from heartbreak, but die Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht und ist 2 Wochen später gestorben. Vielleicht von dem Schock, vielleicht ist ihr das Herz gebrochen. This was the beginning. That's only the 5th day after occupation. Aber das war erst Tag 5 nach der Besatzung, das ist nur ganz der Anfang. Now things started to go on very, very fast. Jewish people had to wear a Star of David. We had to change our IDs, and in the middle of the ID was a red J for Jude. Dann haben sich die Dinge sehr, sehr schnell entwickelt. Wir mussten den gelben Blütenstern tragen, wir mussten unsere Ausweisdokumente abgeben und haben einen neuen Ausweis bekommen, in dem in der Mitte ein großes J für Jude stand. My father had a business of wine and syrup, manufacturing wine and syrup, and he also had a chocolate factory. He was the first one in Poland to make chocolate-covered wafers like Kit Kat. Mein Vater hatte ein Unternehmen, Wein- und Sirupherstellung und auch eine Schokoladenfabrik. Er war der erste in Polen, der schokoladenüberzogene Waffeln hergestellt hat. Okay. He went to his business and there were guards stationed. They just confiscated. They chased him away. They wouldn't even let him go in and pick up his briefcase. Und als er in seine Firma kam, standen Wachmänner vor der Tür und haben ihn nicht mehr reingelassen. Es wurde alles konfisziert und er konnte nicht mal seine Brieftasche ausholen. Right after there were new ordinances that came in that the Jewish people can no longer reside in Krakau, but they gave us a choice, either go into a section that they made a ghetto or go into a small community in the outskirts of Krakau. Das nächste war der Befehl, dass Juden nicht mehr an ihren Wohnorten wohnen dürfen. Entweder sollten sie umgesiedelt werden in einen Wohnbezirk, der noch zu schaffen war in Krakau, ein Ghetto, oder sie konnten sich entscheiden für eine Ortschaft, die außerhalb Krakaus lag. So we decided
because Lola had a suitor, a young man who fell in love with her, and he came to my father and says, Mr. Lesser, you know how I feel about Lola. Someday I would love to marry her, but please, I'll make all the arrangements and move to the same little community where we're moving to. I'll rent you a place to live, and I'll arrange for a driver with a horse and buggy, and we'll help you put all your belongings on it. Just please come. And my father agreed. Und Lola hatte sich zu der Zeit verliebt und sie war mit einem jungen Mann zusammen, der zu meinem Vater gekommen ist und gesagt hat, ich möchte Lola gern irgendwann heiraten und ich kümmere mich um alles, ich kümmere mich um den Transport, kommt ihr doch bitte in meinen Heimatort, und das war eigentlich dieser Ort, und ich kümmere mich darum, dass ihr dort eine Wohnung bekommt. So that's when we found out that my father had 1,000 American dollars that he saved up for a rainy day. Und an dem Zeitpunkt haben wir herausgefunden, dass unser Vater 1.000 US-Dollar gespart hatte, die er für schlechte Zeiten, für den Fall der Fälle aufgehoben hatte. That was a lot of money those days. So he took a religious book and he pasted it inside the book. And he put it in his bag in a sack full of other books. And we are now leaving Krakau to go to Liebenzell. Das war damals eine Menge Geld, und mein Vater hat die Geldscheine dann zwischen den Seiten eines religiösen Buches versteckt und das Buch zusammen mit anderen Büchern in einen Sack gestopft, und so haben wir Krakau verlassen in Richtung eines Ortes namens Liebenzell. So we're on our way and suddenly we see some German soldiers and they scream at us, halt, stop. We stopped and two husky Germans jumped on top of the wagon, and all they wanted to know, do we have any Jewish literature, books? And they saw those two bags of money, books. Und wir waren also unterwegs von Krakau nach Liebenzell, und plötzlich sehen wir deutsche Soldaten vor uns, wir hören Halt, und es springen zwei kräftige Soldaten auf unseren Wagen, und alles, was sie wissen wollten, war, gibt es religiöse Bücher an Bord, und sie haben natürlich sofort gesehen, dass mein Vater zwei Säcke Bücher mitgenommen hatte. So Lola walks over to this Nazi and she says, look, my father is a writer. He wrote his autobiography. Let him keep this one book. Und Lola ist zu diesem einen Nazi gegangen und hat gesagt, mein Vater hat seine Biografie geschrieben, er hängt besonders an diesem einen Buch, bitte lassen Sie mich doch das Buch mitnehmen. Maybe he liked the way she spoke, a beautiful German. He says, okay, I'll give you 5 minutes. So the whole family jumped on top of those books, and we were looking for this one book. We couldn't find it because all these books looked alike. They were either black or brown, leather bound, and we were chased away. My father had no money, a family of 7 moving to a new community without a penny. Und vielleicht hat meine Schwester dem Soldaten gefallen, er hat ihr 5 Minuten gegeben, um die Säcke zu durchstöbern. Wir haben uns als ganze Familie über die Säcke hergemacht, aber wir konnten das Buch nicht finden. Die Bücher sahen alle ähnlich aus, in dunkles Leder gebunden, und so mussten wir also ohne einen Penny in der Tasche, eine Familie mit 7 Personen, nach Liebenzell. When my future brother-in-law, his name was Michael, heard that, he brought my father a sack full of flour, 100 pounds of flour, figuring he'll be able to bake bread for the family to eat. In this house there was an oven where you can bake bread. Als mein zukünftiger Schwager von unserem Unglück hörte, er hieß Michael, brachte er meinem Vater einen Sack Mehl und hatte sich gedacht, dass mein Vater in dem Haus, da gab es einen kleinen Ofen, dass er dort für die Familie Brot backen könnte. So when my father saw it, his face lit up. He took the flour and he started to bake pretzels instead of bread. Why pretzels? All you need for pretzels was flour, water, and salt. Those ingredients he had.
Und das Gesicht meines Vaters hellte sich auf, als er den Sack Mehl sah und anstatt Brot hat er Brezeln gebacken. Denn für Brezeln braucht man nur Mehl, Wasser und Salz und das hatte er. Then he went to the neighboring bars and he offered the pretzels. It was a novelty and he started to sell pretzels. Once he sold the pretzels, then he was able to bake the bread for the family to eat. And before we knew it, he became a little baker in town. And I helped him bake. I was 12 years old. And then I still remember a lot of the recipes that we baked together. But it didn't last long. Und dann hat er in der Nachbarschaft die Brezeln verkauft und das war eine Neuheit, die sind sehr gut gegangen und dann von dem Geld konnte er für die Familie Brot backen. Ich habe ihm dabei geholfen, ich war 12 Jahre alt und so ist er ganz schnell zum Bäcker des Ortes geworden. Aber das hat auch nicht lange angehalten. And meanwhile, Lola and Michael got married and they moved out of the house. My older brother got married, he moved out of the house. And it didn't take long, maybe about 6 months later, we find out where Lola lived in a duplex. One side lived the mayor of town, and the other side Michael and my sister Lola. Und die Lola hat dann geheiratet, den Michael, auch mein ältester Bruder hat geheiratet. Und nach einem halben Jahr haben wir dann herausgefunden, wo Lola lebt, nämlich in einem Zweifamilienhaus, wo in der einen Hälfte der Bürgermeister des Ortes gewohnt hat. The mayor tells Lola, go save yourselves. I've heard that a rumor that there's going to be a Padlava, that's a raid against the Jewish people either tonight or tomorrow night. So Michael, my brother-in-law, now went out and we found a driver with a wagon and we all in the middle of the night with whatever we could carry, we went on this wagon and we left town. Und dieser Bürgermeister hat Lola gewarnt und ihr gesagt, ich habe da was gehört, entweder heute oder morgen Abend soll es eine Razzia geben, flieh, bring dich in Sicherheit. Und so hat mein Schwager dann jemand mit einem Pferdewagen gefunden, der uns dann mitten in der Nacht mit unserem wenigen Hab und Gut weggebracht hat. By the way, I didn't mention this. This is the wedding ceremony, Lola and Michael on top. And my mother, my little brother next to her. I am the number 3, the third person on the other end. Das ist das Hochzeitsfoto von Lola und Michael, die sieht man oben. Dann sieht man meine Mutter. Ich bin der dritte von links. The irony is, if you look at this picture, out of all these people, the only 3 who survived was Lola, Michael, and myself. Everybody else was killed. Everyone else was slaughtered. Wenn man sich hier dieses Bild anschaut, sind Lola, Michael, ihr Mann und ich die einzigen, die überlebt haben. Alle anderen wurden umgebracht. We are now on our way to a ghetto which had a very bad name, Bochnia Ghetto. Everyone heard that don't go to Bochnia Ghetto because every once in a while 3 or 4 dump trucks would come into the ghetto in the middle of the night and they would go from house to house and pick up the children and throw them into this dump truck. Well, you can imagine the parents screaming for their children, the children screaming for the parents, and they filled up 3 or 4 dump trucks and then they would start to pull out of the ghetto. Und jetzt waren wir also wieder unterwegs, wieder auf der Flucht und zwar auf dem Weg in ein berüchtigtes Ghetto Bochnia, von dem wir schon gehört hatten, dass es ein schrecklicher Ort ist, dass immer mal unangekündigt nachts Abfallautos erscheinen und dort die Kinder eingesammelt werden, das Müllauto geworfen und unter den Schreien der Eltern weggebracht werden. You can imagine that the parents were running behind these trucks and screaming for their children. The children were screaming for the parents. And those civilized, cultured people had machine guns at the end of the truck.
and they would mow down the parents running behind these trucks and in front of the children. Man kann sich vorstellen, wie die Kinder nach den Eltern geschrien haben, wie die Eltern dem Müllwagen hinterhergelaufen sind und nach ihren Kindern geschrien haben. Und es war aber alles so ordentlich organisiert, dass die Besatzung dieser Autos dann mit dem Maschinengewehr die Eltern niedergemäht hat. Well, no one ever heard from these children. We don't know what happened to them. We can just imagine what happened to them. Niemand hat jemals wieder von diesen Kindern gehört. Wir können uns nur vorstellen, was mit ihnen passiert ist. Okay, so we had no choice. We had to go into the ghetto. We came into the ghetto. We were there. We had to work very hard. Everyone had to work to receive rations. My job was in a uniform factory. I would put on the buttons. If you didn't work, you didn't get any food, any rations. So it was hard work. But wir hatten keine andere Wahl, als ins Ghetto zu gehen. Wir mussten dort sehr schwer arbeiten. Ohne Arbeit gab es nichts zu essen und meine Aufgabe war, in einer Uniformfabrik die Knöpfe anzunehmen. In Bochnia Ghetto, there was going to be a raid, and we found out from somebody that to hide, that there was going to be a raid tonight or tomorrow night. So we hid. In the apartment that we lived, my mother, my father, my little brother and I, and 8 other people, there were 12 of us in one room, and we were sleeping on the ground on straw with blankets over it, and there were blankets dividing between the families. Also wir haben zu 12 in einer kleinen Wohnung dort in einem Zimmer gewohnt, meine Eltern, ich, mein jüngerer Bruder und noch 8 andere Personen. Wir haben dort auf dem blanken Boden, auf dem Stroh geschlafen und es gab noch Decken, die einen vom anderen ein bisschen abgetrennt haben. Some of these pictures that you see are pictures, in fact all of them, are pictures that my sister Lola did from memory in 1950, from memory. Just to let you know, there was a raid and we all were hiding, and where I was unbelievable. They had a piece of furniture against the wall where you can hang your coats, and 12 of us were able to move the coats away, move the back panel apart, and then go through. There was a hole in the wall that we would go on the other side and hide. And all night long we heard shooting, screaming, crying, and dogs barking. Die Bilder, die Sie hier sehen, die hat alle meine Schwester Lola in den 50ern gemalt, aus ihrer Erinnerung heraus, von dem, was sie erlebt hat. Und wir haben also dort auch in dem Ghetto gehört, dass es wieder eine Razzia geben sollte, und wir mussten uns irgendwie verstecken und wir haben einen Garderobenschrank gefunden. Das ist unglaublich, aber wir haben uns dann zu 12 zwischen den Kleidern bzw. hinter den Kleidern, hinter der Rückwand war ein Loch in der Wand, und da haben wir uns versteckt und die ganze Nacht das Geschrei, das Hundegebell gehört. So next morning when it got quiet, we all went out, and we came out. As we came out, we saw bodies laying all over. Some bodies were torn apart by the dogs, mothers holding babies, and there were people going around with push carts and picking up all these bodies and putting them on push carts. Und es ist kaum zu beschreiben, was wir am nächsten Morgen gesehen haben, als wir aus unserem Versteck wieder rauskamen. Da lagen Leichen verstreut, da gab es Mütter, die ihre Babys noch im Arm hielten, und einige, die noch lebten, die Leichen mit Wagen aufgesammelt haben. So we knew that Lola, my sister, was hiding in a doghouse. We don't have the picture anymore. She was hiding in a doghouse with her husband. There was room, and after you remove the floor from the doghouse, there was room for 7 people to hide. But she
found out that she can't hide there because they already had 7 and other people came. So she walked away with her husband, Michael, and they walked away. And meanwhile, you saw a picture before, Michael's whole family, they were all shot. Apparently, dogs smelled out the hiding place, and everyone was pulled out of there, and the whole family was shot. With 1 bullet hole in the head. Wir wussten, dass Lola und ihr Mann sich oder unter dem Hundezwinger verstecken wollten. Und es war so, unter der Hundehütte war ein tiefes Loch gegraben worden. Und als Lola aber dann dahin kam, waren schon 7 Personen, die sich in dem Loch versteckt hatten. Es war kein Platz mehr für sie. Und so ist sie mit ihrem Mann Maike weggelaufen. Und hinterher hat er dann erfahren, dass seine gesamte Familie dort eine Kugel pro Person erschossen worden war. Weil diese Hundehütte entdeckt worden war. Wahrscheinlich haben die Hunde sie beschnüffelt. Somehow we were able to escape Bochnia ghetto. How we did it would take too much time. If any one of you have a chance to read my book, Living Lives That Matters from Nazi Nightmare to American Dream, I strongly recommend it. Because I don't have enough time to tell the whole story, but what happened is we were able, in a truck with coal on top, and between the coal and the chassis, there was room for 10 people to hide. And there was a truck driver who agreed to take us to the border, to Czechoslovakia. We had to pay a lot of money, but they did that. And we came to Czechoslovakia. Und irgendwie sind wir aus diesem Ghetto wieder rausgekommen. Es würde jetzt zu lange dauern, Ihnen alle Details zu erklären. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mein Buch lesen möchten, Living a Life That Matters, also ein Leben, das sich wirklich lohnt, aus dem Albtraum von Auschwitz zum American Dream. Da finden Sie alle Einzelheiten drin. Ich kann nur kurz sagen, dass es ein Kohle-Truck, ein Kohle-LKW war, wo wir uns irgendwie zwischen Kohle und Karosserie haben verstecken können und natürlich viel Geld für den Fahrer bezahlt haben, dass er uns mitnimmt. This is how you would hide in the truck. So I, my little brother, and my sister Lola and Michael were able to go through the border. But when it came for my father and mother to do it, a neighbor saw them and they called the Gestapo, and everybody was pulled out of the truck. All 10 people, including the driver who was 11, he wasn't Jewish, and everybody was lined up and everyone was shot. That was a different truck though? Or was another truck like the one you used to The same truck would come and go, come and go. Okay. Yeah. Wir haben uns also in diesem LKW verstecken können, ich und mein kleiner Bruder, meine Schwester Lola, ihr Mann, und sind so über die tschechische Grenze gekommen. Und als es soweit war, dass auch meine Eltern mit einer weiteren Fahrt mit demselben LKW über die Grenze gebracht werden sollten, hat ein Nachbar sie verraten an die Gestapo und dann wurde der Truck aufgemacht und alle Insassen, die sich dort versteckt hatten, wurden auf der Stelle erschossen. Auch der Fahrer, der nicht jüdisch war. To shorten the story, let me just tell you, I had one sister, Goldie, who lived in Munkac or Munkachevo in Hungary. It used to be Czechoslovakia, but then it became Hungary. With my grandparents, my mother's side of the family were all from Hungary. Ich hatte eine Schwester, Goldie, die hat in Munkac gewohnt, das war erst Tschechoslowakien und dann Ungarn, und sie hat dort mit den Großeltern mütterlicherseits gewohnt. So we went to Munkac and we arrived, and the whole family on my mother's side was greeting us. They were very happy to meet us. We expected our parents to come after us, but obviously they were killed. We found out later. But in Munkac, people were going to dances, to proms, and to school, and to weddings, like nothing ever happened. When I explained to them what's happening in Krakau, in Poland, that people are being killed, they didn't believe it. Und als wir dann in Munkac ankamen, wir Geschwister haben es also geschafft bis dann, haben wir natürlich auf unsere Eltern gewartet, aber die kamen nie.
weil sie ermordet worden waren. Und wir sind dort sehr herzlich aufgenommen worden von den Menschen vor Ort, von der Familie. Und das Leben floss dort noch relativ normal. Vor sich hin, die Leute gingen aus, die Kinder gingen in die Schule. Und als wir erzählt haben, was in Polen passiert, dass die Juden dort umgebracht werden, konnte uns das keiner glauben. They said that even if, why would Hungary be afraid? Because Hungary, the Hungarians were allies to the Nazis. So they said there was no reason why the Nazis would come in and occupy Hungary. There's no reason for it. Sie haben gesagt, was haben wir hier in Ungarn zu befürchten? Wir sind mit Nazi-Deutschland verbündet. Es gibt keinen Grund, warum Deutschland hier einmarschieren soll. But in March of 1944, the Nazis marched right into Hungary. Aber im März 1944 sind die Nazis doch in Ungarn einmarschiert. Now when they arrived, they knew every Jewish person who lives in Hungary. They knew their birth dates, they knew their occupation, they knew their education, everything they knew, and they knew where they lived. So the question is how? They didn't have computers in those days like we do have today. The answer is IBM. IBM had punch cards. And they supplied all this information to the Nazis. So IBM does not deny it, but they said they had no idea for what purpose they're going to use it. Und als die Deutschen einmarschierten, hatten sie die Namen, die Geburtsdaten, den Beruf, den Bildungsstand jedes einzelnen Juden, der in Ungarn lebte. Wie war das möglich ohne Computer? Das geht wohl doch auf IBM und Stechkarten zurück und die Daten, die ungefiltert an das Naziregime damals weitergegeben worden waren. So the question is, in March of 1944, Germany, Hitler must have known that he's losing the war. Why would he siphon off soldiers from the front to occupy a friendly country? It didn't make sense. Und die Frage ist 1944 im März, muss Hitler schon gewusst haben, dass er diesen Krieg verliert. Warum sollte er Soldaten von den dünner werdenden Frontlinien abziehen, um ein Land zu besetzen, das mit ihm verbündet war? The answer is 850,000 Jewish inhabitants. Die Antwort ist 850.000 jüdische Mitbürger in dem Land. For Hitler, at that point, it was more important for him to kill Jewish people than win the war. Apparently, because why would he siphon off all these soldiers? It didn't make any sense. Offensichtlich war es zu dem Zeitpunkt für Hitler schon wichtiger, 850.000 Juden des Landes umzubringen, als den Krieg zu gewinnen, denn warum hätte er sonst Soldaten dafür abgestellt? On the 4th week after occupation of Hungary, they were already transporting Jewish people to the death camps. In der vierten Woche nach der Besetzung Ungarns wurden die Juden schon in die Todeslager abtransportiert. This is what they told us. They said, you're all going to be relocated to Germany. Able-bodied men and women will be working. Children will go to school, and older people will be cared for. Bring along all your valuables, whatever you can carry that's valuable, and leave everything else behind. And anyone who is found hiding will be shot. Und uns wurde damals gesagt, ihr werdet umgesiedelt nach Deutschland. Jeder im arbeitsfähigen Alter bekommt Arbeit, die Kinder gehen in die Schule, um die Älteren kümmern wir uns, bringt eure Wertsachen mit, die anderen Sachen könnt ihr zurücklassen und wer sich versteckt, wird erschossen. They marched us out into a brick factory. Why a brick factory? Because that's where they had railroad tracks.
and there were cattle cars waiting for us. Wir wurden zu einer Ziegelfabrik gebracht. Warum die Ziegelfabrik? Weil von dort Gleise verliefen und dort warteten schon die Viehwaggons auf uns. They lined us up, 82 cattle car, and they told us to go in. Und 82 Wagen, wir wurden dort aufgestellt und wurden dann in diese Wagen getrieben. If you can picture 80 people in a cattle car, it's pretty tight. But it wouldn't be so bad if people didn't have their bundles and valises because they told them to bring along their valuables. So now it got so tight that if somebody wanted to sit down, someone else had to stand up. It was impossible. Also es wurden 82 Menschen in einen Viehwaggon gepfercht. Das alleine wäre schon eng genug gewesen, aber nun war jedem gesagt worden, seine Wertsachen mitzubringen. Und wenn jemand sich hinsetzen wollte, musste also ein anderer dafür wieder aufstehen. They had 2 buckets of water. When the water was gone, there were no sanitary facilities, no toilets. Es gab 2 Wassereimer und als die Eimer aufgebraucht waren, es gab keine sanitären Einrichtungen, keine Toiletten. After those buckets were filled up, they had to use it to relieve themselves. They were completely full. Day 2, the 3rd day, and this was just flushing over. Now we were happy that we had bundles to sit on instead of on the ground because it was full of human waste. Und Sie können sich vorstellen, dass diese beiden Wassereimer, die als Toiletten dienten, in kürzester Zeit voll waren. Und nach einem Tag, nach 2 Tagen, waren wir froh, dass wir einige Dinge mitgebracht hatten, auf denen wir sitzen konnten, denn der Boden war mit Fäkalien bedeckt. Day 3, we arrived at a place called Auschwitz, Polish for Auschwitz. But the train didn't stop, it just kept going. And 2 kilometers later, it stopped, and we saw on a gate, it says, Arbeit macht frei. Und am 3. Tag fuhren wir dann an einem Ort vorbei, Schwänchen, Auschwitz, auf Polnisch. Wir fuhren aber dann noch ein Stück weiter, noch 2 Kilometer, bis zu einem Tor, über dem stand Arbeit macht frei. We stood there for 2 hours and then the train moved again. And it moved to Birkenau. Birkenau was the place where the selection were done. Birkenau was the place where most of the killing was done. We didn't know that. We had no idea. Wir haben 2 Stunden da gestanden, dann fuhr der Zug weiter zu einem Ort genannt Birkenau. Das war der Ort, wo die Selektionen stattfanden. Wir hatten keine Ahnung davon. So here we are in Birkenau, and they opened the gate and they told everyone, women and children to the right and men to the left. So I'm holding on my sister Goldie and my little brother Tuli, and we're just being pulled apart, never to see each other again. Und dann wurden die Wagen aufgerissen mit dem Befehl, Mütter, Frauen und Kinder rechts, Männer links. Und ich hielt meine Schwester Goldie an der einen, meine andere Schwester an der anderen Hand, die kleine Schwester. Und so wurden wir als Familie auseinandergerissen und wir haben uns nie wieder gesehen. So in front of me I saw a man with a white frock, like a doctor. And he had a white glove, and he was going like this, left, right, left, right, left, right with a finger. When I saw this, we didn't know what he meant. But when we came closer, one man was a young man, about 19 years old, and he asked him a question. Kannst du 5 kilometers laufen? Can you run 5 kilometers? Or would you rather go by truck? And this young man said he had a knee problem. He would rather go by truck. Poor soul, not knowing that meant certain death. They sent him to the right. Und als wir da ausstiegen, stand direkt vor uns ein Mann in einem weißen Anzug, sah aus wie ein Arzt, hatte einen weißen Handschuh an und hatte immer seinen Finger bewegt, rechts, links, rechts, links. Wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Und wir sahen aber dann, als wir näher rückten, dass ein junger Mann von ihm gefragt wurde,
kannst du 5 Kilometer laufen oder möchtest du lieber mit dem LKW fahren? Und dann sagte der junge Mann, naja, ich habe Knieprobleme, ich nehme lieber den LKW. Der arme Kerl, der hat es nicht überlebt. Okay, I was 15 and a half years old at the time. I wasn't a child and I wasn't a man, but something didn't make sense because I understood German, and why would he ask such a question? That I figured he's just testing him to see if he's strong enough to work. So I tell my uncle, my cousin, whatever he asks you, tell him yes, you can run. Tell him you're healthy, you can work. And sure enough, but I told him I want to go first, so I went first. So, ich war 15,5 Jahre alt, ich war noch nicht erwachsen, aber ich habe schon sehr viel mitbekommen und hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe gut Deutsch verstanden und habe gedacht, das ist wahrscheinlich eine Testfrage, das passt sonst nicht, dass er diese Fragen stellt. Und ich habe mich dann umgedreht zu meinem Onkel und gesagt, wenn er euch fragt, ob ihr 5 Kilometer laufen könnt, sagt auf jeden Fall, ja, dass ihr das schafft. Und ich bin als Erster vorangegangen. So when I came to him, I saluted, I stretched myself out, and I said, 18 Jahre alt, gesund und arbeitsfähig. Als ich an der Reihe war, habe ich salutiert und ihn auf Deutsch entsprechend angesprochen. So he says, kannst du 5 Kilometers laufen? I said, jawohl. And he sent me to the left. My uncle, my cousin, they were all sent us to the left. And they took us to bed, and I don't have the time to tell you the story, but by the time we got out of there and we received our number, a little tag, they didn't do this tattoo, but they gave us a tag. My number was 41212. And they gave us the uniform, the striped uniform, after the bed, and they sent us to our barrack. When we came to the barrack, und so wurde also ich, auch mein Onkel, auch mein Cousin nach links geschickt mit den Arbeitsfähigen. Wir wurden in die Bäder geschickt, wir bekamen dann Nummern, die wurden nicht eintätowiert. Bei uns, meine Nummer war 41212 und dann wurden wir in die Baracken geschickt. So we came to the barrack. There was a student Ältester, and he lined us up and he counted us. And then he said, you Hungarian Jews, you think you're here on vacation? Think again. You see those ashes falling, those chimneys there? Those are your mothers, your fathers, your brothers, and your sisters. And if you don't behave and do exactly what you're told, this is how you're going to wind up, ashes. Und jeder Baracke hatte einen Stubenältesten und uns hat uns aufgestellt und gesagt, ihr ungarischen Juden, ihr denkt, ihr seid hier vielleicht zum Urlaub hergekommen. Schaut euch an, wo die Asche herkommt. Das sind eure Mütter und Väter und Brüder und Schwestern. Und wenn ihr hier nicht richtig pariert, endet ihr genauso wie sie. Anyway, I think I'm running a little too late. I got a signal. So I'm going to skip what I went through in Auschwitz, because most of you know what's going on in Auschwitz. Unbelievable torture that I went through for 2 weeks. And after 2 weeks, my uncle and my cousin and I, they put us in trucks and they took us to a labor camp. It was a rock quarry. Und ich muss jetzt ein bisschen kürzen. Wir haben schreckliche Dinge in Auschwitz erlebt, 2 Wochen Folter. Und dann wurde ich mit meinem Onkel und Cousin in einen Transport verladen und wir wurden in einen Steinbruch gebracht, wo wir arbeiten mussten, in ein Arbeitslager. So as they dynamited the mountain and boulders were coming down, it was our job with sledgehammers to break them into smaller pieces and throw it into mining carts and run it down the tracks to a grinding machine where they made gravel out of it. And then push the cart back uphill. It was hard work. Wir mussten sehr, sehr schwer arbeiten. Nachdem die Sprengungen vorgenommen worden waren, mussten wir die Steinblöcke mit Schlaghämmern verarbeiten. Die wurden dann verladen in Bergkarren und diese Steinblöcke wurden dann weiter zu Schotter verarbeitet. Die mussten wir dann wieder hochschieben und das war furchtbar schwere Arbeit.
So when we came back into the camp, they would line us up, roll to fives and count us. And then they would dismiss us, we would go get our ration, and we would go be able in the barrack to shower and go to sleep. Und immer wenn wir zurückkamen, wurden wir im Lager wieder aufgestellt, zu 5 gezählt und bekamen dann unsere Rationen, gingen zurück in die Baracken. One day we came back from work, we were lined up, and they counted us, and they counted, and they counted. What happened? The commandant comes down with a Fräulein. Einmal kamen wir von der Arbeit zurück und es wurde gezählt und gezählt und gezählt und es stimmte nicht. Der Kommandant kam mit seinem Fräulein. And he says, I'm going to show the Schweinhut a lesson they'll never forget. 3 of the inmates escaped. And because of this, he orders his henchmen to pull out every 10th person in line to receive 25 lashes. Und dieser Kommandant hat gesagt, ich werde den Schweinhunden beibringen, wie das hier läuft. 3 Lagerinsassen sind entkommen und er hat dann seinen Henker herbeiberufen, der jeden 10. abgezählt hat, der zu Tode geschlagen werden sollte. So when they counted number 10, I see my uncle who was in front of me, he will be a 10. So I pushed him behind me and I was taking his place as the number 10. They took us all in the middle of the yard. Und ich habe gemerkt, ich habe schon abgezählt, als die Reihe kam, dass mein Onkel ein 10. sein würde. Und ich habe blitzschnell ihn nach hinten geschoben und mich an seinen Platz gestellt. He orders his henchmen to bring down bundles of stakes, hardwood stakes, 1 by 1 inch, 2.5 feet long. Und dann wurde eben dem Henker befohlen, dass er Stöcke herausbringt und mehrere Stücke zusammengebunden, sehr hartes Holz, ungefähr 1 Meter lang, ungefähr 2-3 Zentimeter dick. Yeah, and then brought down a sawhorse, and this is what he ordered us to do. Und dann wurde ein Sägebock herbeigebracht und uns wurde Folgendes befohlen: Tiptoe, put your knee inside the opening of the sawhorse, bend over, but don't touch the 2x4 on top. Wir mussten uns auf die Zehenspitzen stellen, mit den Knien zwischen die Holzbalken klemmen und uns nach vorne beugen, aber durften die Spitze nicht berühren. Okay, one man would pull your trousers tight like a drum, and the other one was doing the hitting, and you have to count. If you miscounted, it goes back to 1 again. If your heel touches the ground, it goes back to 1 again. If your stomach touches the 2x4 on top, it goes back to 1 again. Und einer hat dann die Hosen straff ziehen müssen, der andere hat zugeschlagen und wenn man entweder mit der Ferse und wir, die Opfer, mussten zählen, wenn wir uns verzählt haben, fing es wieder alles von vorne an. Wenn wir mit den Fersen aufgekommen sind oder mit dem Bauch das Holz berührt haben, wurde alles wieder auf 0 gesetzt. Und es fing wieder von vorne an. So I was number 4. The first man goes up, one man is pulling his trousers and the other one is doing the hitting. And he starts to count. 1, 2, 3. And every time they hit him, you see a line of blood coming right through the trousers. Und ich war der 4. und der Erste, der geschlagen wurde, hat angefangen zu zählen. Bei jedem Schlag hat man gesehen, wie ein Blutstrahl durch seine Hosen sickerte. He miscounted and he started again. And then he fell down. He touched the 2x4. They started again and again. Finally, he collapsed. The commandant goes over to him, kicks him in the face. Get up. Hat sich verzählt, es fing wieder von vorne an. Vor Schmerzen hat er sich dann gekrümmt, das Holz berührt, dann fing es wieder von vorne an. Und irgendwann ist er zusammengebrochen und der Kommandant hat ihn dann mit dem Schuh ins Gesicht getreten, ihm befohlen aufzustehen und er konnte nicht mehr aufstehen. He pulls out a revolver and he shoots him. He killed him right there. His Fräulein goes over and gives him a hug and a kiss, like he just performed some heroic act. Und er zieht seinen Revolver aus der Tasche und er schießt ihn dort an Ort und Stelle und das Fräulein kommt und umarmt ihn, als hätte er eine große Heldentat getan. Number 2, same way. He fell apart, he miscounted,
He goes over, he shoots him. Number 3 was a younger man, and he started to scream, "Please have mercy on me, don't kill me." Der zweite, dem hat das gleiche Schicksal ereignet, hat sich auch verzehrt, wurde auch erschossen. Der dritte war noch jung und hat den Kommandanten angefleht, bitte bring mich nicht um. Then the commandant told him, "Get up, come here and face me." So the man gets up, makes 3 steps, and his knees gave up from under him. Und der Kommandant hat ihn aufgerufen, komm her. Und der junge Mann macht 3 Schritte und haben seine Knie nachgegeben. He pulls out the revolver and shoots him. So er auch erschossen mit seinem Revolver. We have 3 bodies, and I am next in line. Da liegen also 3 Leichen und ich bin der Nächste. If you can picture this, I don't know what happened to me. I must have psyched myself out. And I remember going there, tiptoeing, putting my knee inside the opening, bending over without touching the 2x4, and one man is pulling my trousers, and the other one starts to hit. And I yell, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann war ich dran und ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich erinnere mich, wie ich mich auf die Zehenspitzen gestellt habe, meine Knie in den Spalt gezwängt, mich von übergebeugt, ohne das Holz zu berühren, und dann werden mir die Hosen straff gezogen und dann beginnen die Schläge und ich zähle. 1, 2, 3, 4. Finally, 20, 21, 22, 23, 24, 25, I made it. I did it. Ich habe es bis 25 geschafft. The man who was holding my trousers says to me, "Go over and thank the commandant." So I stand up, blood is running down, I walk over to him and I salute him. I says, "Dankeschön, Herr Kommandant." Der Mann, der meine Hosen straff gehalten hat, sagt, jetzt geh rüber und bedanke dich bei dem Kommandanten. Und ich habe salutiert und gesagt, Dankeschön, Herr Kommandant. So he takes his hand and puts it on my shoulder here, my collar, and he twists me around facing the number 10s. He says, "Now I told you it could be done. If you do it like this, you have nothing to worry about." I was only 15 and a half at the time. Er hat mich am Genick gepackt und umgedreht zu den jeweils 10. Abgezählten und gesagt, ich habe euch doch gesagt, dass ihr das schaffen könnt. Nehmt euch ein Beispiel, ihr habt ja gesehen, dass man das überleben kann. While this is going on, there is a commotion at the gate. They caught those 3 inmates, all bloody. They were dragging them in, pulling them in. Aber gleichzeitig sehen wir einen großen Aufruhr am Tor und da waren gerade die 3 Flüchtigen gefunden worden. Die wurden durch das Tor gezogen, blutüberströmt. When the commandant saw that, he lost interest in us number 10, just like a child gets tired of a toy. He says to us number 10, "Go back to your line there. Go back." And he tells his henchmen to bring down a gallows, and they hung each one separately. There was a portable gallows, they hung each one. We all had to watch while they hung them. Und als diese flüchtigen 3 Lagerinsassen gefunden worden waren, hat der Kommandant, wie ein verwöhntes Kind, Interesse an dem Spielzeug verliert, das Interesse an uns abgezielten Zählern verloren und hat dann die 3 herbeigerufen, unseren Henker, befohlen, sie alle einzeln aufzuhängen an mobilen Galgen, die er dort hatte, und wir mussten das alles mit ansehen. For weeks I could not lay on my bed because of the welts all over me. But maybe about 3 months later we hear cannon fire at night. And next morning when lined up to go to work, a loudspeaker says, "The camp is being evacuated. Nobody is going to work today." Wochenlang konnte ich nicht auf dem Rücken liegen, weil alles geschwollen war, und nach ungefähr 3 Monaten haben wir plötzlich mitten in der Nacht Kanonenfeuer gehört und am nächsten Morgen der Befehl, heute wird das Lager evakuiert, keiner geht heute zur Arbeit. This is when the death march started. My cousin and I were holding hands and marched out together, but my uncle, her father, was already working
in the kitchen. We couldn't say goodbye to him. We don't know what happened to his father, but he and I were marched out on the death march. They call it the death march because if you could not keep up pace with the soldiers, they shot you. And all day long you get here, pop, 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 shoots. Das war der Tag, an dem der Todesmarsch begann. Ich hielt mich an der Hand mit meinem Cousin. Sein Vater, der hat in der Küche gearbeitet, mein Onkel, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist, den haben wir nie wieder gesehen. Und wir wurden also auf diesen Todesmarsch geschickt, der deshalb so hieß, weil jeder, der nicht mehr laufen konnte, sofort erschossen wurde. Und wir haben ständig das Geräusch der Kugeln gehört, von denen, die erschossen wurden, unterwegs. After 2 weeks, my cousin says to me, Ben, let me sit down in the snow, everybody will pass and they'll shoot me. I can't go on anymore. He got sick on me. And I says, no, it's not going to happen. You're going to survive. Hang on to me. And so for another week, he was hanging on to me, and we went for another week like this till we arrived at a place called Buchenwald. Und nach 2 Wochen sagt mein Cousin, ich kann nicht mehr, lass mich hier einfach sitzen, ich setze mich in den Schnee und wenn die Soldaten kommen, dann schießen sie mich einfach. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, das wird nicht passieren, häng dich an mich. Und er hat sich dann bei mir eingehängt und ich habe ihn noch eine Woche mitgeschleppt und dann sind wir an einem Ort namens Buchenwald angekommen. In Buchenwald, they counted us and they told us to go into this barracks and go take a shower. They'll give you fresh clothes and tomorrow morning at 8 a.m. you have to be back at the same spot because Buchenwald is also being evacuated. Und wir wurden dann zum Duschen dann in die Baracken geschickt und es wurde befohlen, am nächsten Morgen um 8 Uhr am selben Ort wieder zu erscheinen, weil Buchenwald auch evakuiert werden sollte. Somehow or another, someone took a picture of a young man that looks like me in Buchenwald when we were taking that showers at bath. And this was found after the war, and someone sent it to us, and I believe it's me. Who took the picture? I have no idea. Hier ist ein historisches Bild, das aufgenommen wurde, also da in die Duschen geschickt worden und das wurde mir später zugeschickt. Ich weiß nicht, wer es fotografiert hat, aber ich denke, das bin ich da in dem Foto. Next morning, we came line up, and they marched us out of Buchenwald, about 300 yards out of the camp. There are cattle cars waiting again for us. And they lined us up 80 to a cattle car, and they tell us to go in. I pushed my cousin up first, and I told him to go against the wall and keep a spot for me, because I knew when we went to Auschwitz in the cattle car, I was in the middle, and people all around you, it was awful. So he found a spot next to the wall in the back, and I went there next to him. Und am nächsten Morgen wurden wir aus dem Lager getrieben, ein paar hundert Meter weiter warteten wieder die Viehwaggons, 82 Personen pro Waggon und ich habe meinem Cousin gesagt, er soll uns einen Platz, ich habe ihn vorgeschoben, er soll uns einen Platz an der Waggonwand sichern, denn als wir nach Auschwitz deportiert wurden, hatte ich mich in der Mitte befunden und das war schrecklich, die Leute alle um mich herum und ich konnte mich nicht bewegen und er hat es geschafft, uns den Platz zu sichern. They opened up the gate and they threw in 80 breads, a bread for each person in there. So you can picture this. Those people next to the door were grabbing 4 or 5 breads. And I and my cousin, we were at the back. We had nothing. We don't know where we're going or for how long we're going to be gone. So I tell my cousin I have to go get a bread. He was too sick, he couldn't walk anymore. Und dann wurden die Türen Dann wurden die Türen geöffnet und 82 Brote reingeschmissen, aber man kann sich vorstellen, so ausgehungert wie die Leute waren, dass die am nächsten zur Tür standen, am Tor standen, so viel genommen haben, wie sie konnten und wir haben ganz hinten nichts abbekommen und mein Cousin war schon so schwach, der konnte nicht mehr laufen und ich habe mich entschlossen, Brot zu suchen. So I am crawling on top of the heads of the sitting inmates to get to the door. And one inmate must have had a pocket knife. He stabs me.
and I felt blood in my mouth, but I couldn't stop. I had to go get a bread. So I continued climbing, and I saw a man with 5 or 6 breads, and I grabbed one bread. He punches me, and I keep going, and I take the one bread and I put it in here in my back pocket, and I come to my cousin. He says, "What's happened? You're bleeding." I put my finger and it went right through my tongue. I still have a mark here. Und ich habe dann versucht, mich durchzukämpfen zu den Broten und bin dann über die Köpfe gekrochen und einer muss ein Taschenmesser mit dabei gehabt haben. Der hat mich unter das Kinn gestochen und ich bin zusammengezuckt, habe nur gemerkt, dass ich blute, aber ich konnte nicht aufhören, ich musste an das Brot rankommen. Und dann habe ich eingesehen, mit 5 Brotleiben habe ihm einen Leib entwendet, der hat mich dann ins Gesicht geschlagen, aber irgendwie bin ich wieder zurückgelangt und mein Cousin hat dann erstmal gesehen, dass ich blutüberströmt bin und ich habe dann die Stelle berührt und konnte mit meinem Finger direkt durchgreifen bis zu meiner Zunge. I don't know how I had so much control. I had this one bread and I rationed it between my cousin and I. Every night at midnight, I would take a piece the size of a half an egg and give it to him, and I would take the same. Now, can you imagine being so hungry and having bread here in your pocket and have control enough not to use it up? 2 weeks, I kept rationing this one bread, only in the middle of the night so that no one can see me, because if they knew that I had bread, they would kill me for it. Und ich weiß nicht, wo ich die Selbstkontrolle her hatte, aber ich habe das Brot strengstens rationiert. Jede Nacht, wo es keiner gesehen hat, habe ich meinem Cousin und mir jeweils eine Portion so groß wie ein halbes Ei von dem Brot zugeteilt. Und ich habe dann das Brot wieder versteckt in meine Jacke und ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie das ist, wenn man so hungrig ist und das Brot in der Nase hat und trotzdem weiß ich, man darf es nicht anrühren, sonst reicht es nicht. Und ich habe das 2 Wochen lang rationieren können, dass das eine Brot gereicht hat. Wenn es jemand gemerkt hätte, wäre ich für das Brot umgebracht worden. After 2 weeks, I didn't have any more bread, and it took another week until we arrived at a place called Krakau. Nach 2 Wochen war auch unser Brot aufgebraucht und dann hat es noch eine Woche gedauert, bis wir in Krakau angekommen sind. They opened the gate and they said, anyone who can walk out over the tracks into this camp. And out of the 80 in our cattle camp, the car, maybe 5 walked out, 4 or 5. And my cousin and I were one of them. And we walked into the camp and we saw a mountain full of dead bodies. Und dann wurden die Waggontüren geöffnet und es kam der Befehl, jeder, der noch laufen kann, soll raussteigen und ins Lager laufen. Und von den 80, die in unserem Viehwaggon eingestiegen und reingepfercht worden waren, sind 4 oder 5 ausgestiegen. Und mein Cousin und ich waren 2 von denen. Als wir in das Lager kamen, war das erste, was wir sahen, ein riesengroßer Leichenhaufen. 3 days later, we hear, Befreiung, Befreiung, liberation, Americans, Americans. Everybody in that train, by the way, I didn't know that at the time. From 3,000 going from Buchenwald to Dachau, only 18 walked out alive into the camp. Today, I found out I'm the only survivor left from that train of 3,000. Von den 3.000, die aus dem Todeszug von Buchenwald nach Dachau gebracht wurden, habe ich später erfahren, haben 18 überlebt. Und ich habe dann auch herausgefunden, dass ich heute von den 18 wiederum der einzige Überlebende bin. Und dann kam der Tag, 3 Tage später, als wir das Wort Befreiung und Amerikaner hörten. After liberation, we were there, an American soldier walks up to us, he opens up a can of Spam, and it smells so good. We made a mistake, we ate some of it. Und das Lager wurde dann von den Amerikanern befreit. Ein amerikanischer Soldat hat eine Konservendose geöffnet und wir haben den Fehler gemacht und davon gegessen. My cousin dies in my arm the night after liberation.
mein Cousin ist in der Nacht nach der Befreiung in meinem Arm gestorben. They came and they took him away. I wanted to follow, but my feet gave up and I fell down. They pushed me to a side, and a few hours later, a man walks up to me, dressed in a suit. He introduces himself. He said, I am a Jesuit priest from Poland. Und mein Cousin wurde dann weggebracht. Ich wollte mit hinterhergehen, aber ich konnte nicht mehr aufstehen, weil ich zu schwach war. Wurde dann zur Seite geschoben und dann tauchte nach einer Weile ein Mann in einem ordentlichen Anzug vor mir auf und sagte, ich bin ein jesuitischer Priester. He says, I'm going to take you to the infirmary. He came with nuns and doctors and nurses, and they opened up a field hospital in Dachau. Hospital. He says, I'll take you there. So he picks me up, puts me on top of his shoulder. I only weighed 65 pounds. I was a bundle of bones. And he puts me up, and then he walks me to the infirmary. He says something to me I'll never forget. He says, Benek, he called me Benek in Polish. He says, you Jewish people have paid a terrible price for being born Jewish. But don't ever forget your noble religion. To hear that from a Jesuit priest in 1945 was very unusual. Und dann kam dieser jesuitische Priester zu mir und hat gesagt, wir haben hier ein Feldkrankenhaus in der Besatzungszone, ich nehme dich dahin mit. Und er hat mich dann dort in das Krankenhaus gebracht, hat mich auf seine Schulter genommen, ich habe ungefähr 30 Kilo noch gewogen. Und er hat dann zu mir etwas gesagt, was ich nie vergesse. Er hat gesagt, Benek, er hat mich Benek genannt, ihr Juden habt einen schrecklichen Preis dafür bezahlt, Juden zu sein, aber vergesst niemals euren kostbaren Glauben. Und es war für mich unglaublich wertvoll, das von einem Jesuitenpriester zu hören. Thank you. They put me in this hospital bed, and nun came over, took my vitals, and then she gave me some kind of a shot, but I passed out, and 2.5 months later, I woke up in Saint Tertullian, near Munich. Und ich wurde dort im Krankenhausbett gelegt und Blutdruck gemessen und dann bekam ich eine Spritze und wurde sofort bewusstlos, war 2,5 Wochen bewusstlos und wachte in St. Ottilien wieder auf. So basically I survived, and I'm thankful to God and to everybody else that I'm able to come here and talk to these wonderful people that came out to listen to me. If you have any questions, I know I went over my time, but if you have any questions, I'll gladly answer them. Please, don't be ashamed. Ask any questions that you have. Und so habe ich also überlebt und so kann ich heute hier vor Ihnen stehen, meinem wunderbaren Publikum und Ihnen meine Lebensgeschichte erzählen. Und ich weiß, ich habe überzogen, aber wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, auf mich zuzukommen und ich werde alles gerne beantworten. Before you ask any questions, I want to ask one favor of you. Please hold hands, everybody. Let's hold Und hands. bevor wir Fragen stellen, habe ich eine Bitte an Sie alle, dass wir uns bei den Händen nehmen, Let's all hold hands. dass wir uns alle mal bei den Händen nehmen Please repeat after me 3 times. und dass Sie 3-mal nach mir wiederholen. Never again. Never again. Never again. Never again. Never again. Never again. Thank you so much. Thank you for listening.
big favor to ask of you. I started a foundation called the Holocaust Remembrance Foundation. You received the card. If you go on our website, I want you to shout out. You know, many school children ask me, well, what can we do? We're already one person or two people. What can we do to make this a better world? Und ich habe noch eine Bitte an Sie. Ich habe eine Stiftung gegründet und Sie haben einen Flyer auf den Stühlen gefunden. Wenn Sie auf die Website gehen, die Kampagne heißt I Shout Out, ich erhebe meine Stimme. Wenn ich in den Schulen spreche, werde ich oft gefragt, was können wir 1, 2, 3 Schüler alleine denn tun? It's in German. It's in German. So I always tell these youngsters who ask me that, you can shout out, you can let your voices be heard. The problem during World War II, everyone was silent. Nobody said anything. You have a chance, and that shout out that you will make, your great-grandchildren will still be able to punch in your name, and they'll see your shout out on a wall. It will say, what you shout, you're shouting out for peace or for tolerance or against anti-Semitism or against racism. You can choose whatever you want, but your shout out is going to remain there. How important is that? We're looking for 6 million shout outs to compensate for the 6 million silenced voices. Die Website ist auch auf Deutsch erhältlich und Sie können dort Ihre Stimme erheben gegen ein Thema, was Ihnen wichtig ist, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Sie haben da verschiedene Dinge zur Auswahl und dort können Sie ein Zeichen setzen, Ihre Stimme erheben, denn das war das größte Problem damals in der Nazizeit, dass so viele einfach geschwiegen haben. Und unser Wunsch ist es, dass 6 Millionen Menschen ihre Stimme erheben über diese Website, über diese Möglichkeit für die 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden. Thank you. And I beg you, please shout out, and you'll notice that shout out is going to remain there for generations to come. And please tell your friends and your relatives, every child should shout out. You can also send in your photograph if you wish to have it photographed. It's going to remain on our website for generations to come. And I thank you again for listening to me. Das ist einfach meine Bitte an Sie alle und dass Sie es auch an Freunde und Bekannte und Angehörige weitersagen. Also Sie können dort auch Ihr Foto hochladen und einfach durch die Website ein Zeichen setzen, dass Sie Ihre Stimme erheben. Und ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Any questions, please? Don't be ashamed to ask. Gibt es Fragen? Yes. Many thanks, Mr. Lesser. I have a question to you, and I've come from Vortrag, nearby to this Liebenzell, and there are many stones of memory for lost Jewish life at that time. And what do you think about this? Something like memory stones. We say in German, Stolpersteine. What do you think about this? Are you familiar with the Canadian artist that places the so-called stumbling stones in front of the houses where Jewish people lived before they were killed? That's And very the question good. is, what do you think? That's very nice. It's nice memories. I appreciate it. Es ist eine schöne Art des Gedenkens und ich schätze das sehr. Gibt es noch Fragen? First of all, thank you very much. And my question is, how do you deal with your past? I mean, it's a few years ago now, but it still must be very difficult to deal with your past and what you've dealt with.
Frage ist, wie Ben Lesser selbst mit der Vergangenheit umgeht und sie verarbeitet. You want to repeat the question? Sagen Sie bitte nochmal ein bisschen lauter auf Deutsch, das ist auch das Publikum. Oder kannst du es wiederholen, einfach für ihn? Ich glaube, er hat es noch verstanden, aber die meisten haben es auf Deutsch verstanden. Ja, vielleicht, wenn Sie es nochmal ein bisschen spezifischer wiederholen für den Ben Lesser. The question was basically how you deal with processing these memories, these difficult memories of the past. Basically, how do you deal with your past memories now? Processing the memories, I have sleepless nights many times after I speak, like tonight, and before I speak, usually I have sleepless nights. But someone has to do it. There are so few of us left who can. So I dedicated my life, whether it's hard or not, if I have dreams at night, someone must do it, and I decided I'll be that person for as long as I can. I'll continue talking about it. Ich habe viele schlaflose Nächte, bevor ich spreche, nachdem ich gesprochen habe, viele Albträume, aber ob das jetzt schwer ist für mich oder leicht, ich habe mich darauf verpflichtet, dass ich die Person sein will, die diese Geschichte erzählt und die über das Schlimme spricht. Und das ist meine Aufgabe, mein Commitment. Noch eine Frage, wenn noch jemand eine Frage hat. So, thank you very much. But in such difficult times, what exactly gave you meaning and what gave you the will to survive? Die Frage ist, was Ben Lesser den Überlebenswillen gegeben hat. What gave you the determination, the will to survive? I ask myself the same question. Die Frage I stelle ich mir auch. ask the same question. But I believe that God needed a witness. Aber ich glaube, Gott brauchte einen Zeugen. And He kept me alive because some people, even if they're alive, they cannot talk about it. It hurts too much. Ich denke, das ist der Grund, warum ich am Leben geblieben bin. Es gibt noch andere Überlebende, die aber ihre Geschichte einfach nicht erzählen können, weil es zu weh tut. So this is the same question I'm asking myself, but God must have a reason for saving me. And while I'm saved, because I'm saved, I feel obligated. I feel I have a duty to do what I'm doing. I'm traveling all over the world and talking about this. This is my life. I gave my life for the last 25 years. I'm dedicated to keeping the world from acquiring amnesia. Und das ist auch dieselbe Frage, die ich mir immer wieder stelle. Aber ich denke, Gott muss einen Grund dafür gehabt haben, dass er mich am Leben gelassen hat, dass er mich gerettet hat. Und ich habe mein Leben für diese Aufgabe jetzt verschrieben, dass ich um die ganze Welt reise und die Welt versuche vor der Vergesslichkeit zu bewahren.